So, good morning. I'm back. Well, today's the 15th of November, number one. It's it's 9:45 in the morning, and normally I would do the afternoon, the long hunt, but as I have appointments in the afternoon, I might only get an hour in this afternoon to hunt or to detect. I decided to go this morning while I have time. So, also erstmal schönen guten Morgen, es ist der 15. November, 9:45. Normalerweise am Freitag mache ich ja mal nachmittags einen langen Sondelsession, aber dadurch, dass ich heute Nachmittag noch Termine habe, werde ich vielleicht nur eine ganz kurze Stunde oder sowas bekommen. Dann weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob ich so viel Zeit bekomme. So, today we're back on permission number 1, Bad Salzen, where I did last Friday with my companion Mark. And obviously he has to work. I'm lucky enough to be off. And just on a word of that, starting next week, Monday, I won't have time in the morning as I'm working. I'm going back to work normal to my duty station, so I won't have time to detect every day, presumably. Depends what time I get off work and stuff like that. Also ab nächste Woche bin ich auch wieder normal im Dienst und werde dann dementsprechend nicht mehr die Zeit haben, jeden Tag in der Früh zum Sondeln oder so. Also werden es wahrscheinlich auch weniger Videos werden. Ich weiß noch nicht, ob ich dann abends Zeit finde und wie dunkel es ist. Plus I don't know in the evening how dark it's going to be. So there you go. So let's carry on with permission number 1, Bad Salzen, and see what we can find today. Also, bis dann. And first good find of the day. I've already had some rubbish finds, but first good one, or I like, musket ball. So, nice little musket ball. There you go. Heute einer der ersten besseren Funde, Musketenkugel. Schön. Very nice. So, my first curious find. Don't know yet what it is. After cleaning it up, it's very, very light. Also ich weiß nicht, was es ist. Hopefully the wind isn't blowing too much into the camera. Hoffentlich ist der Wind nicht zu stark. Keine Ahnung, was es ist. Es ist sehr, sehr leicht. It's very, very light. Still dirty. I have to clean it up. Don't know if it's a part of a hook or what it is. Also keine Ahnung, was es ist. And today it's 1 degree Celsius, so it's very nippy also, and the wind isn't helping. Also der Wind hilft überhaupt nichts und bei 1 Grad heute Morgen ist es natürlich sehr unangenehm. Okay, let's carry on. Also lass uns weitermachen. And the first, well, coin, you could say. Die erste Münze, aber total zerfressen. Most likely a 5 Reichspfennig, 1920s to 30s. Also wahrscheinlich 5 Reichspfennigstück um die 1920 bis 30. Okay, totally eaten up. Rubbish. And musket ball number 2. Und Musketenkugel Nummer 2. But it's been very quiet field today. Aber es war trotzdem bisher ein sehr ruhiges Feld. Not a lot happening today, apart from freezing, außer dass es mich friert. Okay, let's carry on. So, not quite sure what we got here, but looks like to be a piece of a bell. Aber es sieht so aus wie ein Stück, vielleicht von einer Glocke. Not quite sure on that, if it is, because it has a little nipple right there. No live digs today. It's a little bit windy, and so it would only just
whistle. And I'm turned into the wind. With the back into the wind. Also heute keine Live-Digs, ist einfach ein bisschen zu windig. Mal schauen, was das hier ist. Sieht aus wie ein Teil von der Glocke. Schauen wir mal. Well, that is a deep hole for a little spoon pot. Ein ziemlich tiefes Loch für ein Löffelstück. Well, welcome to the roundup. Also herzlich willkommen zur Zusammenfassung von heute Morgen, from this morning. Very disappointing, actually. I thought to myself, considering what we found last time. Also ein bisschen enttäuschend gegenüber das, was wir letztes Mal gefunden haben. But hey, that's life. You gotta take it as it comes, don't you? Okay, what we got? Also was haben wir denn? Welding drops, Schweißperlen, Aluminium, some kind of mechanism, don't know what from, irgendeine Art bewegliches Teil, wovon, keine Ahnung, most likely from a tractor or something like that as it's on a field, wahrscheinlich von irgendeinem Bulldog oder sowas, irgendeine Arbeitsmaschine, keine Ahnung. Piece of copper, ein Stück Kupfer. This looks like a base plate from a lead toy or pewter toy. Das sieht hier aus wie von der Zinnfigur oder Bleifigur, das Unterteil. And then the figure would sit on top. Und dann würde die Figur hier oben hängen. Then another piece of some kind of metal. Noch ein Stück, irgendein Metall, keine Ahnung. Another piece. So it was like bits and pieces today. Also heute war es einfach so Kleinkram, Zeug, wo man kaum identifizieren kann. You can hardly identify what it was. So this is actually pretty nice. Das hier ist ein Stück Blei, lead or pewter. It's pretty heavy, and it actually has it's ornamented. You can see the stripes going through down here. Ein Stück Blei oder Zinn. Aber man kann sehen, dass es bearbeitet worden ist. Also es ist auf alle Fälle irgendeine Art Gefäß gewesen oder so eine Art. Was some kind of jug or something like that. So there you go. The Blanco disc, let's call it that. I still think it's a 5 Reichs finish out of the 20s. Also sagen wir mal einfach mal eine Blanco-Scheibe, weil man kann wirklich nichts mehr erkennen auf diesen Teil hier. Aber wird ein 5 Reichs Stück wahrscheinlich gewesen sein. Wir kennen sie ja in Deutschland so. Then still don't know what this is. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. It has a little marking on the bottom. It's not silver or anything like that. It's some kind of alloy. Also es ist irgendeine Art Aluminium oder sowas. But es wurde markiert unten. Some kind of hole. Irgend so ein Stück Öse. Part of a cartridge. Teil von einer Geschosshülse. Then these two parts were actually about 100 meters apart. Die hier waren ungefähr 100 Meter auseinander, but looks like that nearly fit perfect. Sieht fast als ob sie zusammen richtig schön zusammenpassen. Don't know what it is. Part of it's like copper. It's also Kupfer, but no clue from what. Also keine Ahnung von was. This I thought at first was a bell, part of a bell, because it's bronze. But I'm not quite so sure anymore because it actually has like silver on top right there, and it's ornamented. I don't know if you can see that. I'll make a picture close up so you can see it. Also zuerst habe ich gedacht, dass das von einer Glocke ist, weil es eine Art Bronze ist, aber es ist entweder verchromt oder versilbert worden und bin mir nicht mehr ganz sicher, was es ist. Jetzt, dass es tatsächlich von der Glocke ist. The spoon pot, pretty deep in, alloy very light, so most likely Second World War. Also wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg Löffel, weil es sehr leicht Aluminiumart.
and the 2 musket balls und 2 Musketenkugeln. Und das war alles. And that's it. So maybe this afternoon I'll get in another hour, maybe, if at all. Also vielleicht gehe ich heute Nachmittag noch eine Stunde, aber das kommt auf die Termine an. Depends on the appointments. Okay. Have a nice day.